wir schon live? Ja. Sind wir schon live? Sind wir jetzt im Jetzt? Im Instant-Video? Habt ihr Space? Ne, habt ihr nicht. Habt ihr doch. Habt ihr Spaceballs gesehen, ne? Gibt's ja Instant-Video. Das ist jetzt im Jetzt so. Mit lächerlicher Geschwindigkeit. Egal. Live, ne? Ist ja live jetzt hier. Live. So, oder? Oder ist das eine Konserve? Also für uns ist das jetzt gerade live, aber für euch jetzt nicht mehr. Das kann man nämlich wegschneiden, alles, dass man hier so einen Blödsinn macht. Ne? Wenn die alle wüssten, was wir hier alle so live veranstalten, weißt du, das ist irgendwie Chaos ohne Ende am Anfang. So ein Halter, weißt du, und dann fängt man an, hallo. Das ist dann Konserve, ne? Mhm. Oder? Ja. Mhm. Da ist live schon ein bisschen anders. Ist live schon ein bisschen anders, ne? Mhm. Live ist halt live, ne? Live ist live. Okay, aber was wir eigentlich dingsen wollten hier ist, ich lese das mal vor, was hier steht auf unserem tollen Zettel. Da steht nämlich, auf der Suche nach unserem nächsten Spiel sind wir oft unterwegs und schauen uns alles Mögliche an. Aber wie wichtig sind die unterschiedlichen Arten, ein Spiel sich ansehen zu können, wirklich? Also live oder nicht live? Wenn man das in Live und Farbe und in Booms gucken, so, dass man selbst dabei ist und selbst zockt, oder reicht das, wenn man es digital irgendwie verabreicht kriegt? In den Zeiten von Corona jetzt, ja, haben wir ja sehr viel digitales Zeug gehabt, ne? Und konnten uns wenig live angucken, wie Leute wirklich spielen, oder doch? Wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt, wie wichtig sind Live-Auftritte und Präsentationen bei der Auswahl deines nächsten Games? Das heißt, dass wir irgendwo live unser Spiel präsentieren oder auf der Bühne irgendwas rumhampeln oder so. Wie wichtig ist euch das eigentlich? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, die können mich schon dahingehend beeinflussen, dass ich mir das Spiel mal angucke, weil es erscheinen ja so viele Spiele und ich glaube, das Hauptproblem ist dabei, einfach die zu finden, die mich interessieren. Weil es gibt auch unter denen, die erscheinen, ja unglaublich viele gute Spiele. Deswegen die Gefahr, dass was untergeht, wird natürlich kleiner, je besser es in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Und da gehören für mich auch Live-Auftritte und Präsentationen absolut dazu. Live-Auftritte. Ich muss gestehen, als ich Keanu Reeves gesehen habe, bei der Präsentation von Cyberpunk, hat mich das schon ziemlich geflasht. Das fand ich schon ziemlich cool. Und wenn jetzt so eine Schnittmenge entsteht zwischen Schauspielerin, Schauspieler und Videospiel, dann finde ich das schon schön, spannend und auch echt wichtig. Ja. Schwierige Frage, weil eigentlich informiere ich mich meistens übers Internet, was für neue Games kommen, in welchem Genre ich mich da zu bewege, informiere ich mich halt gerne mal drüber. Finde ich schon immer cool, weil man dann überhaupt die Spiele manchmal erst bemerkt. Ich habe zum Beispiel manche Spiele kriege ich dann mit, weil ich die Artists kenne, die daran gearbeitet haben und die das dann posten. Die wären bei mir sonst untergegangen und hätte ich ultra gern gespielt, weil es total die geilen Spiele sind. Andererseits finde ich halt Messen immer sehr interessant, auch wenn jetzt durch Corona die letzten Messen leider ausgefallen sind. Und da trifft man dann doch auf Games, die man bei seiner eigenen Recherche oder durch Magazine eben nicht kennengelernt hat. Hätte ich jetzt vor der Pandemie gesagt, gar nicht wichtig. Muss ich jetzt nach der Pandemie allerdings mir eingestehen, doch ziemlich wichtig, weil ich ehrlich gesagt jetzt in der letzten Zeit auch Schwierigkeiten gehabt habe, auf dem Laufenden zu bleiben, was denn neu veröffentlicht wird. Was kommt denn jetzt überhaupt raus bei so vielen Stream-Angeboten oder sowas, die einem um die Ohren gehauen worden ist. Ich glaube, ich brauche schon so Fixpunkte mit Präsenz, wo ich dann mich umgucken kann und wo ich die ganzen Namen sehe von den Spielen, die veröffentlicht werden. So. Ist halt schwierig zu beantworten, finde ich. Also ich würde sagen, beides ist wichtig. Einerseits diese Live-Auftritte von den Entwicklern und Publishern und andererseits aber auch diese Internetpräsenz. Aber dadurch, dass dann der Live-Auftritt fehlt, jetzt gerade in Corona-Zeiten ja noch mehr, finde ich, dass man halt aufmerksam wird überhaupt auf manche Spiele. Also die gehen sonst dadurch, dass es so viele gibt mittlerweile, manchmal in der Versenkung unter. Und das finde ich eigentlich schade. Daher ist so ein Live, merkt man doch, wie wichtig diese Live-Auftritte oder diese Showrooms halt dann doch sind. Ja.
Live-Auftritte machen wir ganz gerne, ne? Um vielleicht nochmal zu verdeutlichen, was wir meinen, wenn wir sagen live, dann ist das, wir stehen irgendwo und können direkt Feedback einsammeln und verarbeiten oder Fragen beantworten oder sowas. Ne? Und inwieweit sind wir da jetzt besser unterwegs oder wollen wir das überhaupt oder nicht? Oder ist das besser? Gamescom zum Beispiel hat es live nicht gegeben, sondern nur live digital. Das heißt, das war schon live, die Sendung, aber sie war digital. Es gibt ein Video, ein paar vor diesem hier. Da sind wir zum Beispiel live. Ja. In Düsseldorf. Im Zack. Auf YouTube. Auf YouTube. Und auf Twitch. Auf Twitch. Ja. Da haben wir nämlich auch einen Kanal. Ja. Ja. Da kommen wir nur selten vor, so live. Ja, weil es halt... Live halt, ne? Sehr zeitaufwendig. Ja. Und da gab es auch vor Ort ein Publikum. Ja. In Düsseldorf. Genau. Ne? Da standen wir auf der Bühne und da waren wir quasi live vor Ort. Wie heißt denn dieses Video? Ich wette, wenn man irgendwas mit Zack eingibt, ZAKK, dann würde man das finden. Ja. Und, irgendwas mit Elex-Universum, glaube ich. Ne? Und Piranha Becken TV. Ja. Ja. Piranha Becken TV, Zack, gibt mehrere Videos und das letzte davon ist das, wovon die Rede ist. Wir Und wissen nicht mal, wie unser Video heißt, also, wir aber haben- so viel davon gemacht haben mittlerweile. Ja gut, okay, erzähl. Da konnten also Leute, die uns mal live sehen wollen, hinkommen und sich die Präsentation angucken, die wir da auf der Bühne gemacht haben. Und da haben wir unterschiedliche Dinge getan. Wir haben ein bisschen was über unsere Arbeit erzählt, ein bisschen was über unser neues Spiel erzählt und haben am Ende mit den Leuten interagiert, Fragen beantwortet und T-Shirts verteilt. Genau. Auf der Gamescom üblicherweise, wenn wir auf einer Gamescom vertreten sind vor Ort, bringen wir normalerweise auch noch den Publisher und ein Spiel mit. Ach so, wir nehmen den mit. Ich dachte immer, der Publisher bringt uns mit. Ja, papalapap. Ja, also, ist ja fast Wer da dasselbe. bezahlt, ne, das ist ja dann... Nee, also es ist ja auch nicht so billig, ne, da aufzutreten, oder? Wenn man einen eigenen Stand haben will. Das Aber auch in der ist, Gamescom haben wir auch noch mehr andere Live-Auftritte, ne? So, und auch auf irgendwelchen anderen Bühnen, ne, wie zum Beispiel World of Nerds hatten wir mal, auf der RPC hatten wir mehrere Auftritte da, ne? Case King waren wir mal. Buff.de, genau, richtig, ne, Case King und so weiter. Da hatten wir sehr viel Bühnenauftritte tatsächlich. Was machen wir da? Ja, ihr könnt euch das in dem Video angucken, was wir da so veranstalten. Wir haben unterschiedliche Formate, was wir so machen. Und das, was wir meistens machen, ist erstmal irgendwie zu zeigen, was mit dem Spiel los ist. So, ne? Ihr fragt nämlich immer sehr häufig, zeig doch mal was vom Spiel, oder gibt's irgendwie Neuigkeiten zum Spiel, Spiel. Ja, das machen wir fortwährend, immer die ganze Zeit. Vor allem auch mal live, wie zum Beispiel vor ein paar Tagen. So 1,5 Stunden lang haben wir uns da hingestellt, haben eine B-Roll gezeigt, das heißt Sachen aus dem Spiel, ein paar Trailer-Material haben wir gezeigt und dann haben wir einen Vortrag darüber gehalten, wie wir unsere Welten bauen. Ja, das heißt, dann haben wir auch sowas Ähnliches gemacht, wie wir hier machen. Das heißt also so aktuelle Aspekte, Trends oder so Sachen wie zum Beispiel, wie bauen wir eine Welt oder was ist zuerst da. Ne? Solche Dinge behandeln wir da. Das Elex-Universum, so ein Video, ne? Bei uns auf dem Kanal hier. Und Gaming Days hieß die Veranstaltung. Korrekt. Düsseldorf war das, genau. So, ne? Das war so der einzige größere Live-Auftritt, den wir dieses Jahr hatten, weil wir halt Corona-bedingt uns in der Garage weiterhin aufhalten mussten. Ne? So, der Entwickler sitzt ja in meiner Garage mit seinem Rechner und ne, das alte Klischee so. Ne? Also in unserem Büro oder eben im Homeoffice. Ne? Stimmt. Und das ist halt so eine Sache, das tut uns auch ein bisschen leid, dass das so ist. Also hat man als Entwickler umgestellt auf digital. Es gibt keine Live-Auftritte. So, ja, oder zumindest wenig. Man hat halt versucht, digital das Ganze umzusetzen. Wie funktioniert sowas digital? Wisst ihr ja alle, aber kann man vielleicht nochmal so aus der Sicht des Entwicklers, was ist für uns digital? Ja gut, normalerweise ergänzt sich beides. Ich glaube, da liegt ein bisschen der Hase im Pfeffer, denn wir machen momentan Social Media. Ja, das ist das eine. Wir haben jede Woche neue Screenshots aus dem Spiel. Also tatsächlich jede Woche was Neues und das, was ihr noch nicht gesehen habt. Also hoffentlich. Ne? Und
dann gibt es mehrere Posts, die wir die Woche machen, von irgendwelchen Sachen, die wir anbieten, auf Instagram, Twitter, Facebook. Dieses Video hier Montag ist ja auch digital, ne? Und es ist auch nicht live, denn es ist eine Konserve, die aufgezeichnet ist. Und selbst Twitch wäre digital, auch wenn man dann zumindest direkt interagieren kann mit jemandem. Wenn ihr jetzt mit uns interagieren wollt, dann freuen wir uns darüber, denn wenn ihr uns irgendeine Frage darunter schreibt, dann können wir die mitnehmen in unseren Fragepool und die nach einer Folge oder bei einer neuen FAQ irgendwie mit beantworten. Das ist immer ganz schön für uns. Und ihr bekommt dann auch ein Feedback von uns und wir reagieren darauf, aber das ist natürlich immer so ein bisschen zeitversetzt, ne? Es ist nicht ganz live. Genau, so. Und hat das denn Vorteile? Oder wie sehen wir Entwickler das? Ist das besser? Also Homeoffice haben wir gemacht, ne? Und dann haben wir oft die Frage bekommen, wie ist das denn, hat das denn der Entwicklung geschadet? Was eigentlich das Wichtigste ist, ne? Wie läuft es mit der Entwicklung, mit der ganzen digitalen, ne? Wenig live, weil Firma ist ja auch live, ne? Da sitzt ihr dann zusammen oder eben man macht es digital, so, ne? Man hätte auch sagen können, physikalisch oder digital, ne? Weil das ist eigentlich damit gemeint mit live, ne? Nicht, dass man live miteinander redet oder die Zeit versetzt, sondern eher so, man sieht sich, ne? Und man ist tatsächlich in einem Raum und kann gemeinsam auf denselben Bildschirm glotzen und Sachen besprechen oder an eine Tafel oder solche Dinge. Gleiches gilt auch für euch da draußen. Ihr habt ja viel von uns gesehen oder auch eben nicht. Und wie wichtig ist euch das denn, dass man uns als Entwickler tatsächlich irgendwo dann zu packen kriegt und auch mal sieht in Natura, oder ist das eigentlich egal? Um deine Frage kurz zu beantworten, aus unserer Sicht hat es dem Spiel nicht geschadet. Es hat nämlich auch ein paar Vorteile und verdeutlichen kann man das vielleicht ganz schön an dem Beispiel DevPlay. Ja? Es gibt ja noch so einen Kanal, wo du öfter mal bist, ne? Also sehr regelmäßig. Das und hier dann so, mit ne? anderen Entwicklern über Entwicklung sprichst. Miteinander, Ne? genau. Es ist ein ähnliches Format wie das hier, aber halt mit Kollegen aus der Branche. Und der Unterschied zu vorher war, ihr habt euch immer getroffen. Ja. Und irgendeiner war immer dran. Also entweder sind alle nach Bremen gefahren oder alle sind nach Frankfurt gefahren oder alle sind nach Essen gefahren oder und so weiter. Und das ist halt verbunden mit einem großen Zeitaufwand und Mehraufwand. Dann ist dieser Tag halt ein DevPlay-Tag und kein Tag, an dem man andere Dinge macht, weil du musst anreisen, du musst abreisen und dann wird dort auch noch aufgenommen und dann wird vielleicht vorher und nachher noch irgendwie geredet und dann nimmt das einen zeitlichen Raum ein, den es nicht einnimmt, wenn man es digital macht. Ne? Ja. Ach, wann habe ich denn irgendwie wann wollten wir denn sprechen? Alles klar, 14 Uhr, Klick an, bist du in Kontakt, ne? Und das ist natürlich eine Sache, die das Ganze sehr viel schneller macht. Das heißt, man kommt schneller zum Ergebnis, man muss nicht reisen. Unterm Strich kostet es auch weniger Geld. Und das macht das Ganze natürlich unwahrscheinlich praktisch. Solche Beispiele gibt es leider aber nicht ganz so häufig, denn die meisten Dinge, die wir digital machen können, könnten wir ergänzen durch ein Live-Angebot. Denn nur weil wir irgendwie live auf der Messe sind, auf der Gamescom zum Beispiel oder einer ähnlichen Messe, heißt das ja nicht, dass wir deswegen digital dann unbedingt etwas nicht machen müssen oder weniger machen müssen, sondern dass man es halt zusätzlich machen könnte. Und deswegen fühlt es sich so ein bisschen so an, als würde etwas fehlen. Ne? Nämlich Bei der Gamescom kommen die Dinge halt geballt und so ist es halt, es verteilt sich über das ganze Jahr, kann man sagen, weil man da nicht darauf angewiesen ist, dass es jetzt genau in diesen 5 Tagen, wo die Gamescom stattfindet, jetzt alles irgendwie stattfinden muss, weil man die jetzt alle gepackt bekommt, live halt, ne, und Interview führen kann und so weiter. Und aber also ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen das Gefühl, obwohl das nicht stimmt, obwohl man das gar nicht belegen kann, dass das irgendwie ein bisschen weniger ist als sonst. Ja. Ja. Die Zahlen, die wir sehen können, die sagen was anderes. Ne? Die sagen, dass wir schon wohl auf uns aufmerksam gemacht haben. So, ne? Und das auch, wir kriegen ja auch Feedback von euch und so, dass man sagt, okay,
ihr habt es bemerkt, dass es uns gibt und dass wir jetzt Elex 2 machen wollen, ne, rausbringen wollen. Und aber irgendwie ist das was anderes, wenn man wirklich irgendwie live vor Ort ist, ja, und mit den Leuten wirklich spricht und dann bemerkt, ob die Dinge, die man so erzählt hat, überhaupt bei euch ankommen. Das ist eigentlich das größte Problem, was wir haben mit der momentanen Marketingkampagne, die eben nicht live die meiste Zeit, sondern nur digital abläuft. Ne? Da ist halt irgendwo eine Kluft. So. Früher war das so, ganz am Anfang, als wir angefangen haben, so mit Gothic und so, ja, da war das normal, da hatten wir das nicht, den Kontakt zu euch da draußen, da war das alles irgendwie, entweder Printmedien oder digital oder sonst irgendwie, ja. Aber dann hat sich das über die Jahre dahin entwickelt, dass man tatsächlich direktes Feedback bekommt, wie zum Beispiel live dabei so ein Community-Treffen macht oder sowas, ja. Dass man dann tatsächlich mit den Menschen, die unsere Spiele spielen, dann auch tatsächlich, dass man die sieht und mit denen sprechen kann. So, ne? Und dann hat sich das so entwickelt, auch das ist aber cool, ja, das machen wir jetzt mal öfter und dann gehen wir mal auf die Bühne und dann können wir dann direkt mit den Menschen und so. Und dann kam Corona. Ich glaube, und dann haben wir es wieder rückwärts irgendwie, oder nicht? Fühlt sich auf jeden Fall so an. Absolut. Hinzu kommt auch noch das Phänomen, dass man zeitlich das schwer einordnen kann. Also wir haben zum Beispiel noch gar nicht so lange Marketingphase und haben schon eine Menge gezeigt in der Marketingphase. Ja. Das Spiel wurde angespielt, und zwar ein ganzes Stück davon. Wir hatten irgendwie Gameplay gezeigt, wir haben 2 Trailer veröffentlicht, wir haben jede Menge Screenshots veröffentlicht, wir haben auch jede Menge erzählt bereits zum Spiel. Das heißt, es gibt unwahrscheinlich viele Informationen bereits über das Spiel im Internet, aber weil die so flüchtig, punktuell irgendwie verteilt werden, fühlt sich das nicht so an. Es ist also dezentralisiert und so ein bisschen über die Marketingstrecke verteilt und wir haben ja auch noch ein bisschen was vor. Das war's ja noch nicht. Nee, da kommt noch was. Da kommt noch eine Menge, das heißt, alle Informationen, die wir auch sonst hätten geben wollen, die geben wir auch diesmal. Also wir haben ein paar coole Sachen noch vor und es kommt auch noch Informationen zu verschiedenen Bereichen aus dem Spiel und so und die immer schön vorher aufbereitet und dann veröffentlicht, so dass man sich auch bis zum Release immer auf irgendwas freuen kann und das passiert, aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich so an, als wäre man schon relativ, als wäre schon so viel Zeit vergangen, die gar nicht vergangen ist. Also ich habe so ein Zeitverlustgefühl, weil man denkt nicht mehr von Messe zu Messe, sondern eher so vielleicht von Trailer zu Trailer. Ich weiß nicht genau. Also es ist mehr was so ganz anderes. Ja, ich weiß es auch nicht. Und das ist halt irgendwie das Problem, was wir haben als Entwickler. Wir wissen es nicht. Wir sind wieder irgendwie gefühlt in unserer Kemenate unten im Keller irgendwie mit unserem C64 und prutschen vor uns hin. Na gut, haben wir ein bisschen beleuchtet und unsere Misere so ein bisschen kundgetan, weil wir wirklich nicht so richtig wissen, wo wir stehen momentan. Ja, kann man nur irgendwelche Zahlen und so, aber irgendwie so fehlt der Kontakt zu euch ein bisschen. Ja, das ist schon ziemlich krass. Aber ihr könnt ja Fragen stellen. Genau. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich hatte sogar eine, die jetzt so ganz gut dazu passte. Und zwar war die Frage, ob man vor Release denn noch mehr Gameplay zu sehen kriegt. Ja. Na klar. Ja. 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 Genau wie alles andere verteilen wir auch das Gameplay aus dem Spiel über die Marketingkampagne. Und da werdet ihr auch natürlich noch Sachen zu sehen bekommen, die ihr vorher nicht gesehen habt. Und falls ihr noch gar nichts gesehen habt, dann könnt ihr wahrscheinlich ganz einfach Elex 2 Gameplay googeln oder wenn ihr euch den Spielstart mal angucken wollt, so wie er zuletzt war, dann könnt ihr das bei Gronk TV tun. THQ Event oder so heißt das, glaube ich, ne? Ja. Wo THQ halt auch ein digitales Event gemacht hat und halt sehr viele Trailer gezeigt und so und wir sind auch dabei gewesen. So, ne? Und dann hat Gronk tatsächlich auch die erste Stunde, kann man sagen, von Elex 2 gespielt. So, das kann man sich da angucken. In Live. Nee, in bunt und digital. Ja. Ja, so. Ja, gut. Ja, Community-Fragen. Und dann kommt auch immer die Frage nach Community-Treffen. Warum machen wir es in unser nächstes Community-Treffen? Ist ja auch immer die Frage, ne? Ja, im Rahmen einer Veranstaltung wie die RPC oder wie die Gamescom
hatten wir so einen Zulauf von etwa 30 Menschen, die dann zu uns gekommen sind. Und das ist auch cool. Und wenn wir dann aufrufen zu so einer Veranstaltung in Düsseldorf, sind es auch ungefähr so viele Menschen, die dann zu uns kommen. Genau. Und wir empfinden, dass wenn wir mal bei Facebook oder so mal live irgendwo sind, dann tun wir das auch kund und da kann man uns dann sehen und dann ist das auch so, als würde man sowas wie ein Community-Treffen machen. Genau. Ne? Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt Piranha-Byte TV. Macht's gut. Bis dann. Fertig? Ja. So.